Ihr wolltet schon immer mal wissen, was der Film Frozen oder im Deutsch Die Eiskönigin völlig unverfroren mit Emotionsregulation zu tun hat? Bleibt dran. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Im Deutschen Die Eiskönigin völlig unverfroren. Das ist ein Walt Disney Animationsfilm aus dem Jahr 2013. Geht es um Prinzessinnen und Königinnen und dann passiert was Schlimmes und dann kommt Liebe mit ins Spiel. Dann ist doch jemand anderes und Drama und am Schluss sind alle glücklich. Ich fasse es euch kurz zusammen, was wichtig ist für die Emotionsregulation. Es beginnt mit den Prinzessinnen Elsa und Anna und Elsa kam mit einer Gabe auf die Welt. Die kann aus ihren Händen Eis und Schnee produzieren und erzeugen, einfach aus dem Nichts heraus. Und es beginnt damit, dass sie zwei spielen. Mit ihrer jüngeren Schwester Anna spielt sie gemeinsam und dann verletzt sie aus Versehen durch ihre Gabe, trifft sie mit einem Eiskristall und sie wird ganz schlimm verletzt, die Anna, und alle sind ganz aufgeregt, die Eltern sind aufgeregt, alle haben Angst vor Elsa, was sie damit angestellt hat mit dieser Gabe. Und dann muss Anna gesund gemacht werden von den Trollen. Und Elsa lernt, oh Gott, das muss ich unterdrücken. Diese Gabe ist etwas, wovor ich Angst haben muss, weil ich sie nicht kontrollieren kann. Die ist etwas ganz Gefährliches. Und alle im Außen vermitteln ihr das auch. Du musst das kontrollieren, Elsa, darfst das nicht rauslassen. Und dann fängt sie an, Handschuhe zu tragen, geht nicht mehr raus, verlässt ihr Zimmer nicht mehr. Bis ihre Eltern sterben und sie zur Königin wird. Und auf einmal muss sie das Kontrollieren in sich halten. Und niemand darf sehen, welche Gabe, diese böse, böse Sache, die sie da hat, darf niemand sehen im Außen. Und dann explodiert das quasi in ihr. Diese Kontrolle hat sie nicht mehr unter Kontrolle. Und sie verwandelt das ganze Königreich in Eis und rennt weg. Und dann kommt dieses berühmte Lied Ich lass los. Gibt es viele Parodien zu. Ich glaube, irgendeine Schlagersängerin, eine Deutsche, hat dazu auch ihre Version gemacht. Und Anna macht sich dann auf die Suche nach ihr und die ist verliebt und keine Ahnung. Und dann am Schluss finden sie sich und dann sind alle glücklich. Also, what the hat dieser Film mit Emotionsregulation zu tun? Stellt euch vor, dass die Gabe, die Elsa hat, von Geburt an, wir wissen nicht, warum sie diese Gabe hat. Sie ist einfach da in ihr. Stellt euch vor, das sind eure Emotionen. Wir wissen nicht, warum ihr Emotionen habt. Sie sind da, sie sind ein Teil von euch. Und grundsätzlich ist das etwas total Neutrales, so wie die Gabe von Elsa. Die Gabe von Elsa ist weder gut noch schlecht, sondern es ist das, was sie einfach ist, eine Gabe. Aber es wird etwas Schlechtes daraus gemacht, weil etwas Schlimmes dadurch passiert ist. Und so ist es auch mit euren Emotionen. Eure Emotionen sind nichts Schlechtes oder nichts Gutes. Sie sind weder negativ noch positiv. Sie sind einfach hier mit euch. Sie sind ein Teil von euch. Und erst durch die Rückmeldung vom Außen und durch uns selbst fangen wir an, das einzuteilen in gut und schlecht. Und wir lernen von klein auf, wow, mit diesen Emotionen können wir andere verletzen und wir können uns selbst verletzen. Das ist etwas ganz Gefährliches. Und das Außen gibt uns auch diese Rückmeldung. Zeigt keine Emotionen, keine starken Emotionen. Ja, ihr dürft euch ein bisschen freuen, ein bisschen wütend sein, aber niemals diese starken Emotionen, die ihr in euch fühlt. Fangt an, sie zu kontrollieren. Ihr müsst es kontrollieren, ihr müsst es unterdrücken. Steckt sie weg irgendwo hin. Also beginnt ihr damit, diese Emotionen immer weiter in euch reinzufressen, immer weiter versuchen zu kontrollieren. Ihr zieht Handschuhe an, so wie Elsa in dem Film. Aber das geht nicht für immer. Ihr habt nicht immer die Energie, nicht immer die Kraft, das zu unterdrücken, weil ihr einen wichtigen Teil von euch selbst unterdrückt. Eure Emotionen sind ein Teil von euch. So wie bei Elsa auch. Diese Gabe ist ein Teil von ihr. Sie kann sie nicht durchgehend kontrollieren. Und dann kommt der große Knall, etwas ganz Schlimmes passiert, was er wiederum bestätigt. Boah, das ist was, Emotionen zu empfinden, ist etwas ganz Schlimmes, etwas ganz Gefährliches. Darf ich nicht. Und in dem Moment, wo Elsa die Entscheidung trifft, sie geht jetzt weg. Sie hat jetzt das ganze Königreich vereist und jetzt geht sie in ihre eigene Einsamkeit. Und dann singt sie dieses Lied, Ich lass los, wo es genau darum geht. Sie lässt nicht die Gabe los. Sie lässt nicht los, dass sie Eis und Schnee erzeugen kann. Und dann macht sie das nicht mehr und sie ist ganz normal, sondern sie lässt die Kontrolle dagegen los, so wie man die Kontrolle gegen Emotionen loslassen kann. Nicht die Emotionen selbst. Die Emotionen selbst sind ein Teil von euch, sondern die Kontrolle darüber und dieses Festhalten wollen, dieses nicht zeigen wollen, wenn man wirklich in sich drin ist. Das ist ja, was Elsa auch singt. Sie musste immer verstecken, wer sie ist.
Und jetzt wissen alle Bescheid über sie und endlich ist sie frei. Endlich kann sie das leben in ihrer Einsamkeit auf dem Berg, kann sie leben, wer sie wirklich ist, mit ihrer Gabe gemeinsam. Und sie erschafft dieses wunderschöne Eisschloss mit Eiskristallen, mit Fraktalen. Und da ist sie endlich frei und kann sie selbst sein. Und so ist es auch mit unseren Emotionen. Solange wir sie unterdrücken, sind wir nie wir selbst, weil sie sind ein Teil von uns. Solange wir uns nicht trauen, jemand anderem oder uns selbst zu zeigen, wer wir wirklich sind, bleibt es immer ein unterdrückter Teil in uns, der immer versucht auszubrechen, weil er ist einfach ein Teil von uns. Und in dem Moment, wo sie anfängt, das zuzulassen, die Gabe zuzulassen, diese wunderbaren Dinge damit erschafft, das ist der Moment, wo sie anfängt zu verarbeiten und zu merken, ich muss nicht kontrollieren, ich habe nie gelernt, wie ich mit der Gabe umgehen kann. Hätten ihre Eltern damals, als sie ihre kleine Schwester verletzt hat, nicht mit Angst reagiert, sondern sagen, wow, du hast da diese Gabe, lass mal schauen, was du alles damit machen kannst. Da hätte Elsa gelernt, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Was, wenn dieses Gefühl hochkommt, Eis und Schnee zu erzeugen? Was mache ich damit? Und das ist ja auch eine Form von Kontrolle. Nämlich dann weiß sie auf einmal, wie sie damit umzugehen hat. Stattdessen wurde sie dazu angeleitet, es immer weiter zu unterdrücken und zu kontrollieren und es gar nicht herauszulassen. Und dann musste irgendwann der große Bam kommen. Und so ist es auch mit euren Emotionen. Würdet ihr von klein auf lernen, würden Kinder heutzutage von klein auf lernen, oh, da ist diese Emotion, die Wut zum Beispiel, ganz gefährlich. Die Wut ist etwas ganz Gefährliches. Anstatt Angst davor zu bekommen, weil das Außen mit Angst reagiert, weil das Außen mit Wut reagiert, wie auch immer, und weil das echt etwas Unangenehmes in meinem Körper ist, das Kind anzuleiten, hey, was kannst du mit diesen Emotionen machen? Spür mal in dich hinein. Wie kannst du das regulieren, diesen Drang, etwas zerstören zu wollen, wenn du in einer extremen Wut bist? Und in dem Moment, wo quasi dieses Zulassen stattfindet, kann das verarbeitet werden und man muss keine Angst mehr vor der Emotion haben, weil man weiß, ich kann sie selbst regulieren. Ich habe die Kraft und die Macht dazu, sie selbst zu regulieren, ohne sie kontrollieren zu müssen. Weil in dem Moment, wo sie einfach frei fließen kann, ist eine Kontrolle nicht mehr notwendig. Weil ich weiß, wow, die kommt, die wurschtelt irgendwas vor sich hin und dann geht sie wieder. Und so kann Anna sucht dann ihre Schwester und sie findet ihre Schwester, wenn ihr den Film gucken wollt. Es gibt genug Streaming-Dienste, die das anbieten. Und am Ende leben sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Okay. Ich glaube, selbst Walt Disney hat erkannt, dass das nicht besonders realistisch ist. Es gibt viele Folgeteile, aber in diesen Folgeteilen geht es eben nicht mehr um die Kontrolle über diese Gabe, die Elsa hat, sondern es geht darum, dass sie mit dieser Gabe lebt, gemeinsam ein Leben führt, sich offen zeigen kann, wer sie wirklich ist mit dieser Gabe. Und dass nicht notwendig ist, jemanden zu verletzen. Es kann passieren, aber in dem Moment, wo das frei fließen kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das wieder passiert. Weil sie weiß, sie kennt die Gefühle, sie weiß, wie sie darauf reagieren muss, sie kann es einschätzen. Was ja Angst erzeugt, ist, dass wir gar nicht einschätzen können, was passiert gerade in meinem Körper, in meinen Gedanken, wenn dieses extrem unangenehme Gefühl hochkommt. Um es also regulieren zu können, im Hier und Jetzt regulieren zu können, wenn dieses Gefühl da ist es notwendig, es kennenzulernen, zu erforschen, was kann ich eigentlich alles mit diesem Gefühl, mit dieser Energie, die gerade durch meinen Körper strömt, machen, in dem Moment, wenn sie da ist. Ohne es zwanghaft in eine Box packen zu müssen, weil die Außenwelt mir gesagt hat, dass das jetzt nicht okay so ist. Werdet also ein bisschen mehr zu Elsa. Vielleicht müsst ihr dafür nicht in die Einsamkeit auf einen Berg gehen und euer eigenes Schloss erschaffen. Aber in der Auseinandersetzung mit euren eigenen Emotionen, wenn ihr sie kennenlernt, wenn ihr sie hineinspürt, wenn ihr seht, was daraus geboren werden kann und wenn ihr erkennt, dass es weder eine positive noch eine negative Emotion ist, nichts Gutes oder Schlechtes, die Emotion ist einfach, dann ist es viel einfacher im Alltag, diese Emotion zu regulieren. Und an alle Mamas und Papas da draußen, alle Erziehungsprächtigen, alle Caretaker. Das nächste Mal, wenn ihr eurem Kind erzählt, es müsste seine Emotionen regulieren, zum Beispiel Wut. Ihr schickt es auf die stille Treppe, weil es mal wieder wütend war und Spielzeug durch die Gegend geworfen habt. Erinnert euch an Elsa.
Setzt euch mit eurem Kind gemeinsam hin und schaut Frozen, die Eiskönigin. Und dann erinnert euch daran, was mit dem Kind passiert, wenn es von klein auf lernt, es kontrollieren und unterdrücken zu müssen, ein Teil von ihm selbst. Und stattdessen vielleicht zu erkennen, dass die Aufgabe eines Caretakers ist, mit dem Kind gemeinsam durch die Emotionen zu gehen und dem Kind zu helfen. Wie kann ich meine Emotionen im Hier und Jetzt gerade regulieren, ohne es unterdrücken zu müssen? Also, wenn ihr Mamas, Papas oder Caretakers seid, schreibt mir unten in die Kommentare. Habt ihr Frozen gesehen? Ich mag Walt Disney-Filme ganz gerne tatsächlich. Die haben irgendwie eine tiefere Wahrheit für mich. Bin gespannt auf eure Kommentare. Hallo, mein Name ist Johanna und ich bin die Autorin von Gefühle fühlen und ich fühle sehr viel. Ich habe mich durch unzählige Emotionen, unterdrückte Emotionen aus meiner Kindheit gearbeitet, die letzten Jahrzehnte. Anstrengende Zeit, weil ich gar nicht wusste, dass die ganzen Emotionen da sind, und ich würde es gerne euch dabei begleiten und euch sagen, ja, man kann durch seine Emotionen hindurchgehen, man kann seine Emotionen regulieren, ohne sie kontrollieren zu müssen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ein Like da lässt. Ich danke euch.